She charged you for a bed? Yes. Ja. And I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Okay. Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Ja, ja. Schauen, sie ist gesund. Boah, sie ist 4. Läuft. Persönliche Fragen? Haben wir nichts? Gut, da. Goodbye, Mrs. Goswick. Rede ich mal mit deinem Sohn. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Ja, du bist Mortimer. Mortimer Goswick. Das ist Morty. Krankheiten. Drücke RB, um den Gesundheitszustand des Bürgers zu kontrollieren. Die Heilung des Bürgers verbessert seine Blutqualität und belohnt sich mit EP. Außerdem verbessert sich der Gesundheitszustand des Bezirks. Jo, also RB. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Ja, kein Medizin, keine. Ja, was hat er denn? Ach, du hast Erschöpfung. Aber ich habe nur ein. Aber ich kann noch ein neues machen. Ich habe wieder Natriumchlorid gefunden. Mesmerieren geht nicht erst 2 Jahre, aber ich könnte ihn jetzt heilen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch, weil ich kann ja noch ein zweites herstellen. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Behandlung gegen Erschöpfung, -1. Und er erholt sich. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Oh ja, das ist Would it wichtig. help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Okay, ja, ich habe wieder Tudekene, kann ich nochmal, aber hier. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. Ja, aber She'd du go all erholst the dich way to jetzt. hell and back to help me. Stört ihr oder sie? Nee, sie sind gut. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Okay. Schon persönliche Fragen. Erzählen Sie mir von Tell me sich. about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Ja. Also ich könnte jetzt noch mal How Tudekene. painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather. Ja, okay, dasselbe. I'll Sieht let you gut get aus. some rest then. Good evening, sir. Doctor. Jo, ich hab dich ja jetzt geheilt. This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of So, the hier doubt. ist Dorothy, aber ich habe ja jetzt gar keine Medizin mehr, oder? Da ist auf jeden Fall noch Loot. Glasfuel. Aber ist Strickland, so, weil, da ist der Dorothy. Dorothy muss die Medizin bringen, aber, wo ist denn hier mein Inventar? Ist die Karte? So, hier, Lösung haben wir noch ein bisschen. Was? Tagebuchseite? Ja, nie. Hier, Behandlungen. Behandlung gegen Erschöpfung haben wir eben nicht mehr. Was, wenn ich jetzt mit dir rede? I'm alright. Yes, Doctor? Wie ist die Exactly Lage hier? how bad is the supply situation here at Pembroke? It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies. But with the Okay. quarantine, well, we're in God's hands. Okay.
Please, could you point me in the direction of the morgue again? It's the large boarded-up building behind the hospital. You can't miss it. The key Okay. I gave you will open the small back door to it. Ja. Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Okay. Lack of sleep and the medical profession Schlafmangel ist always gefährlich. ends in Das sollte man disaster. wissen. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Okay. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Okay, passt. That's all for now, Nurse Crane, thank you. Ja, ich muss hoch in mein Zimmer. Krankheiten vergehen die Qualität der Bürger, verwenden sie Medikamente, um ihn zu heilen. Sprich mit dem Patientenzimmer hinter Dorothy. Muss ein Gesundheitszustand. Ach so! You always knew the words to calm Good the evening, children, sir. Ellen. As for me, what a blundering idiot. Ups! Jo, jetzt muss ich mit Dr. Swansea nämlich reden. Da hinten ist ein neuer Unbekannter. What? It's locked. Was war das? Calm the children, Ellen. As for me, what a Oh, blundering unvollendeter Brief. Meine liebe Kinder, es tut mir leid, dass ich euch bisher nicht geschrieben habe, aber es schmerzt höllisch, alleine diese paar verflixten Wörter zu Papier zu bringen. Macht euch keine Sorgen. Daddy kommt aus dem Krankenhaus, sobald die Ärzte seinen Arm heil gemacht haben. Wenn ihr bis dahin etwas braucht, geht zu Mr. Chadwick auf die Baustelle und sagt ihm, dass ihr Harvey Feddicks Kinder seid. Erinnert ihr euch an Robert Chadwick? Der große Mann mit dem Schnurrbart, der mir letzten Frühling half, die Haustür zu reparieren? Geht zu ihm und bittet ihn um ein paar Schillinge. Er wird euch sicherlich helfen. Leider kann ich gerade nicht arbeiten, aber wir lassen uns etwas einfallen, wenn ich zurück bin. Keine Angst, wenn Daddys Arm wieder bei Kräften ist, wird alles gut. Wenn die Ärzte endlich meinen Arm geheilt haben, werde ich... Oh, Harvey Feddick. Na Ding, Harvey wird seine Familie nicht ernähren können, solange sein Arm verletzt ist. Jo. Ja. Bist du Dr. Swansea? Du bist Dr. Strickland. Du bist Aykroyd. Du bist die Doro. What? Verlockung des Blutes. Bedenke, dir das Blut von Bürgern Großmengen GP gewährt. Suche Bürger deiner Bandstufe niedriger und wähle sie bedacht aus. Ja, ja. Pippa. Ja, die Pippa. Warte mal, ich gehe mal zu der Pippa. Du hast ein bisschen Geld verlangt. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Wie Hinweis benötigt. Hier London, kann ich da? Beziehung zu Milton. Ach, jetzt kann ich die Beziehung zu Milton. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes? Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no Nee, nee, intention of melden will ich sie reporting nicht. you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Goodbye, Nurse Hawkins. Okay, und da hier unsere beiden... Hier unsere Patientenpärchen, die Selma und der Thomas, unterhalten sich. Da draußen war noch hier ein neues... Keine Ahnung, was dieses fette Ding war. Der Cochrane. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't Der think of Pfuscher. any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before.
at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett's, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Oh ja, mit Bluttransfusion kann ich das. So, das Problem ist Dr. Cochrane Tippers. Ich habe da schon Hinweise zu dem. Weil strapaziert sich, weil sie Arbeit niederzulegen. Das habe ich schon erfahren von anderen. Und er hat Kacke gebaut. Was ist das? Ach, er holt sich. Der Goswick. Okay, nice. Ja, hier im Krankenhaus schaut es echt easy aus. Auch wenn ich den einen getötet habe. Wir leben in London. Wie ist die What Lage is the hier? Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Naja. Ist überall dasselbe. It's not exactly the best situation in London either. I can't have expected this hospital to be prepared for what was to come. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Okay. Na, er ist ein bisschen Depri. What can you tell me about the staff in the Ah, ist auch ein bisschen hier. Some are really good, and others are not so good. Oh, But wer denn during weniger? this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character Ja, traits. die wollen sich alle nicht so wirklich gegenseitig. Tell me more about cherished people then. Genau, wer sind die guten Nurse Leute? Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really Okay. seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Lol. Dann guckt dass Gwyneth als Schwester überqualifiziert ist, aber Gwyneth Tippett als Schwester überqualifiziert. Ja. Aber sie wäre ein guter Arzt, wenn sie ein Mann wäre. Das ist ja mal richtig. Ja, okay, ich meine, es ist eine andere Zeit. Was war es? 1918? Any opinion about the management? Oder 1819? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. What can you tell me Ah, about... Some are verdammt. Das wollte ich nicht. Sind sie erschöpft, haben wir hier noch ein Special. Und hier über den Behandlungsfehler haben wir ein Special. Also erstmal sind sie erschöpft. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. Ja, We klar, are the last grundsätzlich hat er schon rampart recht. before chaos. Once more unto the breach. Schwester Gwyneth Nurse macht sich Brannigan Sorgen. is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Das ist natürlich, das ist schön. Persönliche Wahrheit. Du, wie Corcoran, schaut's denn I mit dem want you Ding to tell me aus? about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Desto tiefer fallen sie. Untersuchung aktualisiert. Wieso nicht kündigen? Was für ein Fehler? Wer war er? Was für ein What was Fehler? the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Ah, okay. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Okay. Gwyneth strapaziert sich, Behandlungsfehler. Okay, nee, ich habe nichts Neues da bekommen.
Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives. Aber die Frage hätte ich mir jetzt auch eigentlich nicht gestellt, aber wenn es mir vorgeben würde, ich will ja alles erfahren von den Leuten. Goodbye, Dr. Tippett. Okay, aber der Tippett, der ist mir, auch wenn er den Fehler gemacht hat, der, finde ich, ist voll in Ordnung. Milton? Da war irgendwo da, unbekannt. Okay. Der liegt hier draußen. Der wurde also hierher gebracht. Aber mit dem kann ich nicht reden. Was ist mein Quest hier? Ich sprich mit Swansea. Ah ja, genau. Gwyneth, da drüben ist noch ein Unbekannt. Eine Patientin offenbar. Die schauen wir uns da noch gleich noch an. Das ist ja langsam. Ah. Du bist fertig mit dem Gespräch mit der Kollegin? Ach so. It's locked, all right. Ich komme ja gar nicht rein. Ja, dann gehen wir nach oben und dann suchen wir mal einen Swansea. Oder was war hier drüben noch? Oh. It's locked, all right. Ah, noch ein verschlossener Spind. Ja, ich habe noch nicht alle Schlüssel zum Krankenhaus. Dann ab nach oben. Mein Zimmer ist hier geradeaus hinterdurch. Hier ist auch Loot. Aha, hier kann ich. Flasche billiger Gin. Kleines Fläschchen. Hier habe ich ja die Säge mitgenommen. Oh. T. Elwoods Patientenkarte. Thomas Elwood, 28. Behandelt von Tippett. Ah, okay. Zustand genesen. Eigentlich von 16. Entlassung auf Anmerkungen. Das Gesicht des Patienten ist durch einen Bombentreffer im Krieg stark verbrannt und entstellt. Selbst unter dem Einfluss stärkerer Beruhigungsmittel verursachen ihm die Wunden laut eigener Angabe regelmäßig starke Schmerzen. Es sei, als ob die Flammen noch immer unter der Haut brennen, sagt er. Untersuchungen des Narbengewebes geben keinerlei Aufschluss auf Entzündungen, Infektionen oder Schwellungen. Die Narben sind in Ordnung. Könnte es ein Fall fortdauernder Nervenschädigung sein? Der Patient gibt sich unentwegt selbst die Schuld an seiner Entstellung. Leidet er vielleicht am Überlebensschuldsyndrom, an Phantomschmerz, der sich als Bestrafung für dafür manifestiert, dass er nicht gemeinsam mit seinen Kameraden den Tod gefunden hat? Ah. Oh, und Thomas haben wir jetzt eine Aktualisierung. Ja, er macht sich verantwortlich. Achso, das ist neu. Stimmt, das andere war der Ding, der was sich selber verantwortlich macht für seine Verletzung, der mit einem kaputten Arm. Der sich auch selber verantwortlich macht. Okay. Den kann ich nicht aufmachen. Die Tür ist verschlossen hier. It's locked. Schauen wir kurz hier rein. Noch irgendwas? Oh ja, It's war auch locked. verschlossen. Was ist doch verschlossen? Kann ich irgendwann Schlösser knacken lernen? Aber dann gehen wir doch mal zum Swansea. Das heißt, der ist hier hinten irgendwo. Hat der sein Büro? Hier? Ja, oh, Dr. Swansea. Dr. Swansea. Hier ist auch wieder It's verschlossen. locked, all right. Ja, okay. Dann ab zum Dr. Swansea. Herr Schwanensee. Please, Jonathan, come in. Jo, ich komme. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. Okay. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I schon ein could bisschen. share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood Glückliche Fügung. transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Naja, wie man es nennt.
Ist kein Geschenk für ein lebendes Paradoxon. Ich bin ein lebendes Paradoxon, finde ich gut. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Nennen Sie mich Edgar. Sie müssen sich entschuldigen. Das ist nicht unterhaltsam. Wir brauchen einander. Sie müssen sich nicht entschuldigen. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Ja, das war eine gute Very well. Auswahl. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. Ah, gib mir The nächste Pembroke Quest. only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. Okay. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't Ah miss ja, her. sie kümmert sich um die Look for Kranken. someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Okay. Ein Verräter im Krankenhaus, was? Sprich mit der Gönnerin. Okay. Erstmal haben wir da noch einen Brief, der hier rumliegt. Brief von Rakesh Chandana. Ah, das ist der was hinterm Krankenhaus liegt. Seinen Schwarzmarkt hat. Sehr geehrter Dr. Swansea, sehr gerne kümmere ich mich um die provisorische Leichenhalle, sobald sie eröffnet ist. Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, war ich während des Krieges Arzt und werde meinem Land eine Freude erneut dienen. Ja genau, er macht ja die Gräber im Hinterhof. Weil die Leichenhalle ist ja geschlossen. Natürlich ist es nicht dasselbe, ob man die Toten oder die Lebenden betreut. Aber auch um unsere Verstorbenen muss man sich gut kümmern. Seien Sie versichert, dass ich mein Bestes geben werde, um diese neue Aufgabe bestmöglich zu verrichten. Bezüglich meiner Qualifikationen tut es mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr als mein Ehrenwort geben kann. Ich schwöre Ihnen, dass mein Regiment mich während des Krieges zum Arzt ernannt hat und ich viele Leben gerettet habe. Wenn mein Wort nicht genügt, können Sie die Militärverwaltung kontaktieren, um meine Erfahrung und Fertigkeiten zu überprüfen. Sie wird Ihnen bestätigen, dass mich der Krieg gelehrt hat, was ein Arzt wirklich wissen muss, auch wenn ich nie Medizin studiert habe. Hochachtungsvoll Rakesh Chandana, ehemaliger Arzt.